Herzlich willkommen zum Tutorial von Rio, der Logistics Flow. Wie können mir Geofences und Points of Interest die tägliche Arbeit erleichtern? Und wie lege ich diese an? Genau diese Fragen beantwortet folgendes Rio-Tutorial zum Kartendienst Geo. Ich bin bereits auf der Rio-Plattform eingeloggt und befinde mich im Flottenmonitor, also der Karte auf der Rio-Plattform. Erst einmal kurz zur Orientierung. Auf der linken Seite sehe ich die verschiedenen Funktionen meiner Karte. Die Routenplanung, meine Fahrzeuge, meine Fahrer, die Points of Interest und Geofences, um die es heute gehen soll. Ich habe in der Leiste links in der Gruppe Trucks bereits den MAN Truck 7 ausgewählt. Dieser wird mir auf der Karte angezeigt. Auf der rechten Seite des Bildschirms sehe ich eine Übersicht über den Zustand des Trucks sowie die Fahrthistorie. Genau erklärt ist all dies im Rio-Einführungstutorial zu dem Dienst Geo. Heute soll es um die Geofences gehen. Was also ist ein Geofence? Ein Geofence ist ein Ausschnitt auf der Karte, den ich individuell festlegen kann und benachrichtigt werde, wenn mein LKW in diesen Ausschnitt einfährt oder ausfährt. Wenn ich also beispielsweise informiert werden möchte, wenn mein Fahrzeug bei meinem Kunden eintrifft, kann ich um das Gelände meines Kunden einen Geofence anlegen und es wird dokumentiert, wenn das Fahrzeug in den Geofence eintritt und wieder austritt. Wie lege ich also einen solchen Geofence an? Ich klicke auf der linken Seite auf diesen kleinen Pin. Dann werden mir alle bereits angelegten Geofences angezeigt. Ich schaue mir hier mal einen Geofence genauer an. Zum Beispiel den Geofence Kassel. Die Karte zoomt dann an diesen Kartenausschnitt heran. Auf der rechten Seite sehe ich dann gleich, welche Fahrzeuge sich wann und wie lange in diesem Geofence aufgehalten haben. Hier sehe ich also auch meinen MAN Truck 7, der in den Geofence eingefahren ist. Ich möchte nun einen neuen Geofence anlegen. Dafür klicke ich in der linken Leiste oben auf das Neu-Symbol. Es öffnet sich eine neue Ansicht, die Geofence und Points of Interest Seite. Auf der rechten Seite kann ich die Details für mein Geofence anlegen. Ich gebe ihm einen Namen, in meinem Beispiel das Rio Office. Dann habe ich zwei Möglichkeiten für die Formen meines Kartenausschnitts. Entweder kreisförmig, dann kann ich mit dem Schieberegler unten den Radius eingeben, oder polygonal, dann kann ich selbst die Fläche meines Ausschnitts zeichnen. Das wähle ich jetzt hier aus und gebe die Adresse vom Rio-Büro ein, also die Oskar-Schlammer-Straße. Wenn ich dies eingegeben habe, zoomt die Karte direkt auf den Bereich dieser Adresse. Mit der Computermaus und einem Rechtsklick kann ich ganz einfach die Form anlegen. Wenn ich mich einmal verklickt habe, kann ich die Form auch nochmal löschen und neu anlegen. Dann klicke ich auf Erstellen und ab dann wird immer aufgezeichnet, wenn Ereignisse in meinem Geofence stattfinden. Auf der Geofence-Seite sehe ich all meine Geofences und kann diese bearbeiten oder löschen. Ich schließe das Fenster und sehe hier auf der Karte meinen neu angelegten Geofence um das Rio Office. Neben den Geofences bietet Rio noch mehr Möglichkeiten, wie unsere Kunden die Karte für ihre Zwecke individualisieren können, und zwar die sogenannten Points of Interests. Als Spedition habe ich ja bestimmte Adressen, die ich häufig anfahre, sei es mein eigener Hof, das Werksgelände meines Kunden oder mein Lager. Diese Orte kann ich als sogenannte Points of Interest anlegen. Wie ich diese anlege und bestmöglich für mich nutze, das zeige ich Ihnen jetzt. Es funktioniert sehr ähnlich wie die Anlage eines Geofences. Alle bereits angelegten Points of Interest sehe ich mit einem Klick auf das Reißzwecksymbol links. Zum Neuanlegen klicke ich oben auf die Points of Interest und Geofences. Hier sehe ich alle bereits bestehenden Points of Interest und Geofences und klicke oben links auf Neu und Neuer POI. Die Karte mit einem Bedienfeld rechts öffnet sich. Auf der rechten Seite gebe ich den Namen meines Points of Interest an, tippe die Adresse ein und gebe dem Ganzen noch eine Kategorie. In meinem Beispiel wähle ich die Kategorie Partner. Weitere Kategorien sind Kunde, meine Firma und Sonstige. Ich klicke auf Erstellen und schon habe ich mein Point of Interest erstellt.
Den eben erstellten Point of Interest sehe ich auch mit einem kleinen Reißzweck hier markiert auf der Karte. Die Points of Interest kann ich beispielsweise auch für meine Routenplanung als Start-, Ziel- oder Zwischenziel nutzen. Zur Erläuterung der Routenplanung bietet Rio ein weiteres Tutorial an. Das war auch schon die kurze Einführung zu den Geofences und Points of Interest. Viel Freude beim Entdecken der Rio-Dienste!